The Serpent's Hand. Übersicht. Die Serpent's Hand, zu Deutsch die Hand der Schlange, ist eine kleine, aber bemerkenswerte Organisation, die für mehrere Sicherheitsüberschreitungen verantwortlich ist. Mindestens 3 verschiedene Individuen wurden mit möglichen oder bestätigten anomalen Objekten aufgegriffen, die zu Zwecken der Infiltration genutzt wurden, inklusive SCP-268, welches der Foundation gestohlen wurde und die es bei der Durchsuchung einer Einrichtung der Chaos Insurgency zurückgewann. Die genaue Zahl der Mitglieder dieser Organisation ist unbekannt, sowie ihre technologischen Möglichkeiten, die Zahl der SCPs in ihrem Besitz oder die Bedrohung, die von ihr ausgeht. Sie sind jedoch eindeutig hochgradig koordiniert und vermutlich gefährlich. Einer ihrer Anführer ist eine Person, die als LS bekannt ist und die persönlich als für 2 Sicherheitsübertretungen an Standorten der Foundation verantwortlich gilt. Die Foundation hat derzeit nur sehr wenige Informationen über die Serpent's Hand. Die meisten sind von der GOC durchgesickert. Die Gruppe scheint die Benutzung und Existenz paranormaler Objekte, insbesondere humanoider und empfindungsfähiger SCPs, zu begrüßen. Die Serpent's Hand spricht sich deutlich gegen die Eindämmung und Zerstörung dieser SCPs aus, insbesondere menschlicher, nicht direkt gefährlicher Exemplare. Die Gruppe scheint keine freundliche Beziehung mit der Chaos Insurgency und dem ORIA zu haben und ist der GOC gegenüber äußerst feindselig. Die einzigen bekannten Fälle unprovozierter Gewalt durch Mitglieder der Serpent's Hand waren gegen Agenten der GOC gerichtet. Der Hauptsitz der Serpent's Hand scheint in einem anomalen Ort namens Wanderer's Library, Bibliothek der Wanderer, einem über Portale in verschiedenen Teilen der Welt zugänglichen Gebäude zu liegen. Direkte Angriffe auf die Wanderer's Library waren bislang nicht durchführbar, selbst wenn ein Eingang bekannt war. Es scheint jedoch, als hätte die Serpent's Hand nur ein geringes Verständnis oder Kontrolle über die Bibliothek. Derzeit wird versucht, die Wanderer's Library zu infiltrieren. Einleitung. Die Hand der Schlange. Unter den zahlreichen Interessengruppen, welche der SCP Foundation bekannt sind, nimmt The Serpent's Hand, von der Foundation als Interessengruppe Alpha 019 geführt, eine besondere Stellung ein. Obwohl ihre Mitglieder vergleichsweise selten in Erscheinung treten und ihre tatsächliche Größe bis heute unbekannt ist, zählt sie zu den einflussreichsten und am schwierigsten einzuschätzenden Organisationen innerhalb der anomalen Welt. Anders als viele andere Interessengruppen strebt sie weder nach Reichtum noch nach politischer Macht oder der gezielten Ausnutzung anomaler Objekte. Stattdessen verfolgt sie eine Ideologie, die den Grundprinzipien der Foundation in wesentlichen Punkten widerspricht. Nach aktuellem Kenntnisstand betrachtet The Serpent's Hand Wissen als ein grundlegendes Gut, das niemals verborgen oder eingeschränkt werden sollte. Aus ihrer Sicht stellt das Anormale keinen Makel der Realität dar, sondern ist ein natürlicher Bestandteil der Welt, der geschützt und verstanden werden muss. Insbesondere intelligente anomale Wesen betrachtet die Gruppe nicht als Objekte oder Bedrohungen, sondern als eigenständige Lebewesen mit Rechten und einer Existenzberechtigung. Daraus ergibt sich ihr offener Widerstand gegen die Eindämmungsmaßnahmen der Foundation und gegen jede Organisation, die Anomalien allein aufgrund ihrer Existenz einsperrt oder vernichtet. Gerade diese Überzeugungen machen The Serpent's Hand zu einer der bekanntesten Interessengruppen innerhalb der SCP-Welt. Immer wieder gerät sie mit der Foundation, der Global Occult Coalition und weiteren Organisationen in Konflikt. Gleichzeitig existieren zahlreiche Berichte, in denen Mitglieder der Gruppe nicht aus Eigennutz handeln, sondern versuchen, anomale Wesen vor Verfolgung oder Zerstörung zu bewahren. Dadurch entsteht ein ungewöhnliches Bild. Aus Sicht der Foundation handelt es sich um eine schwer kontrollierbare Interessengruppe, die wiederholt Foundation-Operationen behindert und Sicherheitsverletzungen verursacht. Aus Sicht ihrer eigenen Mitglieder hingegen sind sie keine Terroristen oder Kriminellen, sondern Beschützer von Wissen, Freiheit und all jener Wesen, die sich selbst nicht gegen die Mächte der normalen Welt verteidigen können. Gerade dieser Gegensatz macht The Serpent's Hand zu einer der faszinierendsten Interessengruppen überhaupt. Handelt es sich um eine gefährliche Organisation, deren Handlungen die Sicherheit der Menschheit gefährden? Oder sieht die Foundation in ihr lediglich einen Gegner, weil ihre Vorstellungen über den Umgang mit Anomalien unvereinbar sind?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zunächst verstehen, wer The Serpent's Hand ist, welche Ideologie ihre Mitglieder verbindet und warum ihre Existenz bis heute zu den größten Herausforderungen für die Foundation zählt. Die Ideologie der Serpent's Hand. Um die Serpent's Hand wirklich zu verstehen, genügt es nicht, ihre Aktionen zu betrachten. Entscheidend ist ihre Ideologie. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Interessengruppen handelt sie nicht aus dem Wunsch nach Macht, Reichtum oder politischem Einfluss. Nach Einschätzung der Foundation werden nahezu alle Aktivitäten der Serpent's Hand von einem gemeinsamen Grundgedanken geleitet. Wissen darf niemals verborgen werden. In einem ihrer bekanntesten veröffentlichten Schreiben formuliert die Organisation diesen Grundsatz selbst mit den Worten: Wir sind eine Bewegung, vereint durch einen gemeinsamen Glauben, dass die Menschheit und all die anderen Menschen der bekannten Welten es nicht verdienen, in der Dunkelheit und dem Unwissen gelassen zu werden. Nach Auffassung der Serpent's Hand ist Wissen kein Privileg weniger Auserwählter, sondern ein Recht aller denkenden Lebewesen. Aus ihrer Sicht entsteht Angst vor dem Anormalen nicht durch dessen bloße Existenz, sondern dadurch, dass Informationen darüber unterdrückt werden. Wer Wissen versteckt, erschafft nach ihrer Überzeugung Unsicherheit, Vorurteile und letztlich neue Gefahren. Aus diesem Grund lehnt die Serpent's Hand den sogenannten Schleier der Geheimhaltung entschieden ab. Während die Foundation versucht, die Existenz des Paranormalen vor der Öffentlichkeit zu verbergen, betrachtet die Serpent's Hand genau diese Geheimhaltung als eines der größten Probleme der modernen Welt. Ihrer Auffassung nach kann die Menschheit nur dann lernen, verantwortungsvoll mit Anomalien umzugehen, wenn sie überhaupt weiß, dass diese existieren. Das Verbergen der Wahrheit verhindert ihrer Ansicht nach wissenschaftlichen Fortschritt und sorgt lediglich dafür, dass sich Unwissenheit über Generationen hinweg fortsetzt. Ebenso grundlegend ist ihre Sicht auf anomale Lebewesen. Während viele Organisationen paranormale Entitäten in erster Linie nach ihrem Gefahrenpotenzial beurteilen, unterscheidet die Serpent's Hand deutlich zwischen einer tatsächlichen Bedrohung und der bloßen Existenz des Anormalen. Intelligente anomale Wesen werden von ihr als Menschen oder eigenständige Völker angesehen, die dieselben Rechte und dieselbe Würde besitzen wie nicht-anomale Menschen. Allein aufgrund ihrer außergewöhnlichen Natur eingesperrt oder vernichtet zu werden, hält die Organisation daher für moralisch nicht vertretbar. Dabei bedeutet diese Haltung jedoch nicht, dass die Serpent's Hand jede Anomalie als ungefährlich betrachtet. In ihren eigenen Schriften wird ausdrücklich eingeräumt, dass es gefährliche, übernatürliche Phänomene gibt. Sie vergleichen diese mit Naturkatastrophen, Krankheiten oder Meteoriten, reale Gefahren, die ernst genommen werden müssen. Ihrer Meinung nach liegt die Lösung jedoch nicht darin, Wissen darüber zu unterdrücken oder jedes anomale Wesen als Feind zu behandeln. Stattdessen müsse die Menschheit lernen, das Übernatürliche zu verstehen und verantwortungsvoll mit ihm umzugehen. Besonders deutlich wird dieser Gedanke in einem weiteren Satz ihrer Erklärung. Anomale Menschen sind Menschen. Und das Anomale selbst ist keine Bedrohung, bloß weil es existiert. Genau aus dieser Überzeugung heraus betrachtet sich die Serpent's Hand nicht als kriminelle Organisation oder terroristische Gruppierung. Ihre Mitglieder sehen sich vielmehr als Beschützer von Wissen und als Verteidiger jener Menschen und Wesen, die ihrer Ansicht nach von Organisationen wie der Foundation oder der Global Occult Coalition verfolgt werden. In ihren Augen kämpfen sie nicht gegen die Menschheit, sondern für eine Zukunft, in der Menschen und Anomalien ohne Angst, Geheimhaltung und Unterdrückung zusammenleben können. Die Foundation bewertet diese Ziele jedoch wesentlich kritischer. Aus ihrer Sicht könnte die vollständige Aufhebung der Geheimhaltung unabsehbare Folgen für die Stabilität der Gesellschaft haben und das Risiko globaler Katastrophen erheblich erhöhen. Genau dieser grundlegende Gegensatz bildet bis heute den Kern des Konflikts zwischen der SCP Foundation und der Serpent's Hand. Organisation und Mitglieder. Einer der größten Unterschiede zwischen der Serpent's Hand und den meisten anderen Interessengruppen liegt in ihrer Organisationsstruktur. Während Gruppen wie die Chaos Insurgency
Marshall, Carter und Dark oder die Global Occult Coalition über klar definierte Hierarchien, Führungspositionen und organisatorische Strukturen verfügen, scheint dies bei der Serpent's Hand bewusst vermieden zu werden. Nach aktuellem Kenntnisstand der Foundation existiert keine zentrale Führung, die sämtliche Mitglieder befehligt oder die Aktivitäten der gesamten Organisation koordiniert. Stattdessen setzt sich die Serpent's Hand aus zahlreichen kleinen, weitgehend unabhängigen Gruppen und Einzelpersonen zusammen, die dieselben Überzeugungen teilen, jedoch eigenständig handeln. Diese dezentrale Struktur erschwert es der Foundation erheblich, die Organisation vollständig zu erfassen. Zwar konnten im Laufe der Jahre einzelne Mitglieder identifiziert oder lokale Zellen aufgelöst werden, doch selbst erfolgreiche Operationen haben meist nur begrenzte Auswirkungen auf die Gesamtorganisation. Andere Gruppen bleiben unbeeinflusst und setzen ihre Aktivitäten fort. Aus Sicht der Foundation gleicht die Serpent's Hand daher weniger einer klassischen Organisation als vielmehr einer internationalen Bewegung, deren Mitglieder durch eine gemeinsame Ideologie verbunden sind, anstatt durch eine starre Befehlskette. Wie viele Mitglieder die Serpent's Hand tatsächlich besitzt, ist bis heute unbekannt. Die Foundation geht davon aus, dass ihre Anhänger über zahlreiche Länder und anomale Gemeinschaften verteilt sind. Da viele Mitglieder unter falschen Identitäten agieren oder ausschließlich innerhalb der anomalen Welt in Erscheinung treten, existiert keine verlässliche Schätzung über die tatsächliche Größe der Organisation. Es wird vermutet, dass der Foundation lediglich ein Teil ihrer Mitglieder bekannt ist. Ebenso vielfältig wie ihre Struktur ist auch die Zusammensetzung ihrer Anhängerschaft. Anders als viele andere Interessengruppen beschränkt sich die Serpent's Hand nicht ausschließlich auf gewöhnliche Menschen. Zu ihren Mitgliedern zählen nach Foundation-Erkenntnissen Menschen, taumaturgisch begabte Personen, anomale Wesen sowie zahlreiche intelligente Entitäten unterschiedlichster Herkunft. Entscheidend für eine Mitgliedschaft scheint dabei nicht die Herkunft oder die Art eines Wesens zu sein, sondern die Zustimmung zu den Grundprinzipien der Organisation. Wer den Erhalt von Wissen unterstützt, die Rechte intelligenter Anomalien anerkennt und die Ideale der Serpent's Hand teilt, kann grundsätzlich Teil der Bewegung werden. Aus den bekannten Berichten geht außerdem hervor, dass die Serpent's Hand keine klassische Rekrutierung betreibt. Es existieren weder öffentliche Aufnahmeverfahren noch bekannte Ausbildungsprogramme. Stattdessen scheint der Kontakt meist über bestehende Mitglieder, persönliche Bekanntschaften oder über die Wanderers Library zustande zu kommen. In mehreren Berichten wird angedeutet, dass Interessierte zunächst das Vertrauen bestehender Mitglieder gewinnen müssen, bevor sie Zugang zu weiterführenden Informationen oder den Wegen der Organisation erhalten. Welche Voraussetzungen darüber hinaus für eine vollständige Aufnahme gelten, ist der Foundation jedoch nicht bekannt. Gerade diese fehlende Hierarchie macht die Serpent's Hand zu einem außergewöhnlich schwer zu bekämpfenden Gegner. Während andere Interessengruppen durch die Festnahme ihrer Führung oder die Zerstörung zentraler Einrichtungen empfindlich geschwächt werden können, besitzt die Serpent's Hand offenbar keinen einzelnen Anführer und kein Hauptquartier, dessen Verlust die Organisation handlungsunfähig machen würde. Selbst wenn einzelne Zellen zerschlagen werden, bleibt die Ideologie bestehen und wird von anderen Mitgliedern weitergetragen. Aus Sicht der Foundation ist genau diese Struktur einer der Hauptgründe dafür, dass die Serpent's Hand trotz jahrzehntelanger Überwachung und zahlreicher Operationen bis heute nicht vollständig zerschlagen werden konnte. Die Wanderers Library. Um die Serpent's Hand vollständig zu verstehen, muss man zunächst einen Ort kennenlernen, der in nahezu jedem Bericht über die Organisation erwähnt wird: die Wanderers Library. Nach aktuellem Kenntnisstand der Foundation handelt es sich dabei um eine anomale Bibliothek von unvorstellbarer Größe, deren tatsächliche Ausdehnung und Ursprung bis heute unbekannt sind. Sie enthält unzählige Bücher, Aufzeichnungen und Werke aus verschiedensten Welten und Realitäten. Viele dieser Schriften behandeln Wissen, das außerhalb der Bibliothek längst verloren gegangen ist oder niemals Teil der normalen Geschichte war. Obwohl die Wanderers Library eng mit der Serpent's Hand verbunden wird, ist sie nicht Eigentum der Organisation. Sie wurde weder von ihr gegründet, noch wird sie ausschließlich von ihren Mitgliedern genutzt.
Vielmehr stellt die Bibliothek einen neutralen Ort dar, der von den unterschiedlichsten anomalen Wesen, Magiern, Gelehrten und Reisenden besucht werden kann. Nach Foundation-Erkenntnissen gelten innerhalb der Bibliothek eigene Regeln, die unabhängig von den Interessen einzelner Gruppen bestehen. Die Serpent's Hand besitzt dort zwar einen erheblichen Einfluss und zahlreiche Mitglieder halten sich regelmäßig dort auf, dennoch ist sie lediglich einer von vielen Besuchern dieses außergewöhnlichen Ortes. Gerade deshalb nimmt die Wanderers Library innerhalb der Ideologie der Serpent's Hand eine zentrale Rolle ein. Für ihre Mitglieder verkörpert sie genau das, wofür die Organisation kämpft: den freien Zugang zu Wissen. Während Informationen in der normalen Welt häufig geheim gehalten, vernichtet oder eingeschränkt werden, scheint in der Bibliothek nahezu jedes Wissen seinen Platz zu finden. Aus Sicht der Serpent's Hand ist sie daher weit mehr als nur ein Gebäude. Sie ist ein Symbol dafür, dass Wissen bewahrt und geteilt werden sollte, anstatt es vor der Welt zu verstecken. Die Foundation geht davon aus, dass zahlreiche Mitglieder der Serpent's Hand die Bibliothek außerdem als Treffpunkt nutzen. Dort tauschen sie Informationen aus, knüpfen Kontakte, unterstützen andere Mitglieder und planen gemeinsame Vorhaben. Da die Bibliothek jedoch keinem einzelnen Machtzentrum untersteht, existiert dort nach aktuellem Kenntnisstand auch keine zentrale Führung der Organisation. Vielmehr begegnen sich dort Mitglieder unterschiedlichster Herkunft, die lediglich dieselben Grundüberzeugungen teilen. Der Zugang zur Wanderers Library erfolgt nicht über gewöhnliche Eingänge. Stattdessen wird sie über sogenannte Ways erreicht. Dabei handelt es sich um anomale Übergänge, die verschiedene Orte, Welten oder sogar Realitäten miteinander verbinden. Viele dieser Ways sind gut verborgen und können häufig nur unter bestimmten Bedingungen oder mit entsprechendem Wissen genutzt werden. Ihre genaue Anzahl sowie ihre Funktionsweise sind der Foundation bis heute nicht vollständig bekannt. Bekannt ist jedoch, dass die Serpent's Hand über außergewöhnlich umfangreiche Kenntnisse dieser Übergänge verfügt und sie regelmäßig nutzt, um sich unbemerkt zwischen verschiedenen Orten zu bewegen. Diese Ways stellen für die Foundation ein erhebliches Sicherheitsproblem dar. Selbst wenn einzelne Zugänge entdeckt oder überwacht werden, können an anderer Stelle bislang unbekannte Übergänge existieren. Dadurch gelingt es Mitgliedern der Serpent's Hand immer wieder, sich dem Zugriff der Foundation zu entziehen oder unerwartet an weit entfernten Orten aufzutauchen. Die enge Verbindung zwischen der Organisation und den Ways trägt daher maßgeblich dazu bei, dass ihre Bewegungen nur schwer nachverfolgt werden können. Obwohl die Wanderers Library für die Serpent's Hand von unschätzbarem Wert ist, wäre es jedoch falsch, sie als Hauptquartier oder Besitz der Organisation zu bezeichnen. Sie existiert unabhängig von ihr und dient zahllosen Besuchern als Ort des Wissens, des Austauschs und der Forschung. Die Serpent's Hand nutzt diesen Ort intensiv und identifiziert sich stark mit seinen Idealen, doch die Bibliothek selbst gehört niemandem. Genau diese Unabhängigkeit macht sie zu einem der außergewöhnlichsten und zugleich geheimnisvollsten Orte innerhalb der anomalen Welt. Verhältnis zur SCP Foundation. Seit ihrem ersten Bekanntwerden gehört die Serpent's Hand zu den am intensivsten überwachten Interessengruppen der SCP Foundation. Dennoch zählt sie gleichzeitig zu den Organisationen, über die die Foundation bis heute am wenigsten gesicherte Informationen besitzt. Ein erheblicher Teil des heutigen Wissens stammt nicht aus eigenen Ermittlungen, sondern aus Geheimdienstinformationen anderer Organisationen, insbesondere der Global Occult Coalition. Selbst diese Quellen liefern jedoch nur ein unvollständiges Bild, weshalb zahlreiche Aspekte der Serpent's Hand bis heute ungeklärt bleiben. Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Foundation lediglich ein Teil der tatsächlichen Aktivitäten, Mitglieder und Ziele der Organisation bekannt ist. Der grundlegende Konflikt zwischen beiden Organisationen entsteht nicht durch persönliche Feindschaft, sondern durch zwei vollkommen gegensätzliche Weltanschauungen. Die SCP Foundation verfolgt den Auftrag, anomale Objekte und Entitäten zu sichern, einzudämmen und, wenn notwendig, dauerhaft von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Aus Sicht der Foundation ist dies die einzige Möglichkeit, die Normalität aufrechtzuerhalten und die Menschheit vor den Gefahren des Anormalen zu schützen. Die Serpent's Hand vertritt dagegen eine nahezu entgegengesetzte Auffassung.
Nach ihrer Überzeugung ist das Anormale ein natürlicher Bestandteil der Realität und sollte weder versteckt noch pauschal eingesperrt werden. Besonders intelligente anomale Wesen betrachtet sie als Individuen mit eigenen Rechten und nicht als Objekte, die dauerhaft unter Verschluss gehalten werden dürfen. Aus diesem Grund sehen viele Mitglieder der Serpent's Hand die Eindämmungsmaßnahmen der Foundation als ungerecht oder sogar unmoralisch an. Diese Sichtweise spiegelt sich auch in einer Bezeichnung wider, die innerhalb der Serpent's Hand immer wieder für die Foundation verwendet wird: Kerkermeister. Damit bringen ihre Mitglieder zum Ausdruck, dass sie die Foundation nicht als Schutzorganisation wahrnehmen, sondern als eine Institution, die intelligente Anomalien ihrer Freiheit beraubt und Wissen unter Verschluss hält. Aus ihrer Perspektive werden zahllose Wesen allein aufgrund ihrer ungewöhnlichen Natur eingesperrt, obwohl sie keine Gefahr für die Menschheit darstellen. Die Foundation weist diese Vorwürfe entschieden zurück und betrachtet ihre Maßnahmen als notwendig, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Dieser ideologische Gegensatz führt regelmäßig zu direkten Konflikten. Immer wieder versucht die Serpent's Hand, intelligente Anomalien aus Foundation-Einrichtungen zu befreien oder den Zugriff der Foundation auf bestimmte anomale Objekte zu verhindern. Umgekehrt beobachtet die Foundation bekannte Mitglieder der Serpent's Hand, überwacht ihre Aktivitäten und versucht, ihre Operationen zu unterbinden. Für die Foundation stellen solche Eingriffe erhebliche Sicherheitsverletzungen dar, da sie die Eindämmung gefährlicher Anomalien gefährden können. Trotz dieses tiefgreifenden Konflikts existieren Berichte, nach denen beide Organisationen in Ausnahmefällen gegen dieselbe Bedrohung vorgegangen sind. Wenn Ereignisse auftreten, die sowohl die anomale als auch die nicht-anomale Welt gleichermaßen gefährden, können sich ihre unmittelbaren Interessen überschneiden. Solche Situationen sind jedoch selten und beruhen in der Regel nicht auf einer formellen Zusammenarbeit, sondern darauf, dass beide Seiten unabhängig voneinander dasselbe Ziel verfolgen. Die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten über den Umgang mit Anomalien bleiben dabei bestehen. Gerade dieser Umstand macht das Verhältnis zwischen der Foundation und der Serpent's Hand so außergewöhnlich. Anders als viele andere Interessengruppen verfolgt die Serpent's Hand nicht zwangsläufig die Zerstörung der Foundation oder die Erlangung politischer Macht. Ihr eigentlicher Konflikt richtet sich gegen das Fundament der Foundation selbst, gegen die Vorstellung, dass Wissen verborgen und Anomalien eingedämmt werden müssen. Gleichzeitig erkennt auch die Foundation an, dass nicht jedes Mitglied der Serpent's Hand aus böswilligen Absichten handelt. Dennoch bleibt die Organisation aufgrund ihrer wiederholten Eingriffe in Eindämmungsmaßnahmen und ihrer Ablehnung des Schleiers der Geheimhaltung eine der bedeutendsten und dauerhaft überwachten Interessengruppen der Foundation. Die Feindschaft mit der GOC. Obwohl die SCP Foundation und die Serpent's Hand regelmäßig aneinander geraten, gilt die Global Occult Coalition, kurz GOC, nach aktuellem Kenntnisstand als ihr eigentlicher Hauptgegner. Beide Organisationen vertreten Weltanschauungen, die kaum gegensätzlicher sein könnten. Während die Serpent's Hand das Anormale als natürlichen Bestandteil der Realität betrachtet und dessen Erhalt anstrebt, sieht die GOC viele Anomalien in erster Linie als Bedrohung für die Menschheit, die, sofern möglich, dauerhaft beseitigt werden sollte. Gerade dieser grundlegende Unterschied führt seit Jahren zu einer tiefen Feindschaft zwischen beiden Gruppierungen. Nach Ansicht der Serpent's Hand richtet die GOC ihre Maßnahmen nicht nur gegen gefährliche Anomalien, sondern häufig auch gegen intelligente Wesen, die friedlich existieren könnten. Aus Sicht der Serpent's Hand werden dadurch zahllose einzigartige Lebensformen und unersetzliches Wissen ausgelöscht. In ihren Schriften bezeichnet die Serpent's Hand die GOC deshalb wiederholt als Buchverbrenner. Dieser Begriff ist bewusst gewählt und besitzt eine tiefere Bedeutung. Bücher stehen innerhalb der Ideologie der Serpent's Hand sinnbildlich für Wissen, Geschichte und Erinnerung. Wer Bücher verbrennt, vernichtet nicht nur Papier, sondern auch das darin enthaltene Wissen. Indem die Serpent's Hand die GOC als Buchverbrenner bezeichnet, wirft sie ihr vor, das Anormale nicht verstehen zu wollen, sondern alles Unbekannte vorschnell auszulöschen. Aus ihrer Sicht geht mit jeder vernichteten Anomalie unwiederbringliches Wissen verloren.
Die GOC beurteilt diese Vorwürfe naturgemäß vollkommen anders. Ihr oberstes Ziel besteht darin, die Menschheit vor übernatürlichen Gefahren zu schützen. Aus ihrer Perspektive kann das bedeuten, besonders gefährliche Anomalien dauerhaft zu neutralisieren, wenn eine sichere Eindämmung nicht möglich oder nicht ausreichend ist. Maßnahmen, die von der Serpent's Hand als Zerstörung von Wissen angesehen werden, versteht die GOC daher als notwendige Schritte zur Wahrung der globalen Sicherheit. Der Konflikt zwischen beiden Organisationen reicht jedoch weit über einzelne Einsätze hinaus. Er ist vor allem ein ideologischer Gegensatz. Die Serpent's Hand vertritt die Auffassung, dass Wissen bewahrt, verstanden und geteilt werden sollte und dass intelligente Anomalien dieselben Rechte besitzen wie jeder andere Mensch. Die GOC hingegen stellt den Schutz der Menschheit über den Erhalt einzelner Anomalien und ist bereit, weitreichende Maßnahmen zu ergreifen, wenn dadurch eine Bedrohung beseitigt werden kann. Beide Organisationen verfolgen somit dasselbe übergeordnete Ziel, den Schutz der Welt, unterscheiden sich jedoch grundlegend darin, welche Mittel sie dafür als gerechtfertigt ansehen. Aus diesem Grund kommt es immer wieder zu direkten Konfrontationen zwischen der Serpent's Hand und der GOC. Besonders dann, wenn die GOC die Vernichtung einer Anomalie plant, die von der Serpent's Hand als schützenswert angesehen wird, geraten beide Seiten unmittelbar aneinander. Während die GOC solche Operationen als notwendige Gefahrenabwehr betrachtet, versucht die Serpent's Hand häufig, die betroffenen Anomalien zu retten oder in Sicherheit zu bringen. Gerade dieser Konflikt verdeutlicht eindrucksvoll, wie unterschiedlich Interessengruppen innerhalb der SCP-Welt dieselbe Realität bewerten können. Für die GOC steht die Sicherheit der Menschheit an erster Stelle, selbst wenn dafür anomale Wesen oder Objekte zerstört werden müssen. Für die Serpent's Hand hingegen bedeutet genau dieses Vorgehen den Verlust von Leben, Wissen und einem Teil der Welt, den sie um jeden Preis bewahren möchte. Deshalb gilt die Feindschaft zwischen beiden Organisationen bis heute als einer der grundlegendsten ideologischen Konflikte innerhalb der anomalen Gemeinschaft. Beziehungen zu anderen Interessengruppen. Obwohl die Serpent's Hand vor allem durch ihre Konflikte mit der SCP Foundation und der Global Occult Coalition bekannt ist, steht sie auch mit zahlreichen anderen Interessengruppen in Kontakt. Diese Beziehungen sind jedoch selten eindeutig. Nach aktuellem Kenntnisstand der Foundation existieren sowohl feindliche als auch neutrale oder sogar zeitweise kooperative Verhältnisse. Welche Haltung die Serpent's Hand gegenüber einer bestimmten Organisation einnimmt, hängt häufig von deren Umgang mit Anomalien und den jeweiligen Umständen ab. Ein besonders schwieriges Verhältnis besteht zur Chaos Insurgency. Beide Organisationen stehen der Foundation kritisch gegenüber, verfolgen jedoch vollkommen unterschiedliche Ziele. Während die Serpent's Hand den Schutz von Wissen und intelligenten Anomalien in den Mittelpunkt stellt, wird der Chaos Insurgency von der Foundation vorgeworfen, anomale Objekte gezielt zur Erlangung von Macht und Einfluss einzusetzen. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf eine dauerhafte Zusammenarbeit zwischen beiden Gruppen. Vielmehr scheinen ihre unterschiedlichen Ideologien einer engen Beziehung entgegenzustehen, auch wenn sich ihre Interessen in Einzelfällen überschneiden könnten. Wesentlich komplexer ist das Verhältnis zu Marshall, Carter und Dark Ltd. Dieses Unternehmen handelt mit anomalen Objekten und Dienstleistungen und verfügt über weitreichende Kontakte innerhalb der anomalen Welt. Die Serpent's Hand steht dem kommerziellen Umgang mit Anomalien grundsätzlich kritisch gegenüber, da dieser ihren Vorstellungen vom freien und verantwortungsvollen Umgang mit dem Anomalen widerspricht. Dennoch existieren Berichte, nach denen beide Seiten in bestimmten Situationen miteinander in Kontakt treten oder dieselben Orte innerhalb der anomalen Gemeinschaft nutzen. Eine dauerhafte Freundschaft oder Feindschaft lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Auch zur Horizon-Initiative besteht kein eindeutig definiertes Verhältnis. Beide Organisationen vertreten unterschiedliche philosophische und religiöse Überzeugungen, wodurch ihre Interessen nicht immer miteinander vereinbar sind. Nach Foundation-Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf einen anhaltenden offenen Konflikt. Gleichzeitig sind jedoch ebenso wenig dauerhafte Bündnisse bekannt. Vieles deutet darauf hin, dass die Beziehung vor allem von den jeweiligen Umständen und den beteiligten Personen abhängt. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Amt zur Rückgewinnung islamischer Artefakte. Diese Organisation verfolgt eigene Ziele im Umgang mit anomalen Objekten und historischen Artefakten.
Nach aktuellem Kenntnisstand existieren weder eindeutige Hinweise auf eine enge Zusammenarbeit noch auf eine grundsätzliche Feindschaft. Vielmehr scheint auch hier die jeweilige Situation darüber zu entscheiden, ob sich die Interessen beider Gruppen überschneiden oder entgegenstehen. Gerade diese Vielschichtigkeit unterscheidet die Serpent's Hand von vielen anderen Interessengruppen. Während einige Organisationen ihre Verbündeten und Gegner klar definieren, scheint die Serpent's Hand ihre Beziehungen deutlich flexibler zu gestalten. Entscheidend ist für sie weniger die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisation, als vielmehr die Frage, ob deren Handlungen mit den eigenen Grundsätzen vereinbar sind. Unterstützt eine Gruppe den Erhalt von Wissen, respektiert intelligente Anomalien oder schützt sie vor ungerechtfertigter Verfolgung, können gemeinsame Interessen entstehen. Werden Anomalien hingegen ausgebeutet, versklavt oder ohne Rücksicht vernichtet, entwickelt sich daraus häufig ein Konflikt. Aus Sicht der Foundation erschwert genau diese Anpassungsfähigkeit die Einschätzung der Serpent's Hand erheblich. Da ihre Beziehungen nicht auf festen Bündnissen beruhen, sondern sich je nach Situation verändern können, ist oft nur schwer vorherzusagen, mit welchen Organisationen ihre Mitglieder bei zukünftigen Ereignissen zusammenarbeiten oder in Konflikt geraten werden. Dieses flexible Vorgehen trägt zusätzlich dazu bei, dass die Serpent's Hand bis heute zu den unberechenbarsten Interessengruppen innerhalb der anomalen Welt zählt. Bekannte Operationen und Fähigkeiten. Die Serpent's Hand unterscheidet sich nicht nur durch ihre Ideologie von anderen Interessengruppen, sondern auch durch die Art und Weise, wie sie ihre Ziele verfolgt. Anders als militärisch organisierte Gruppen setzt sie nur selten auf offene Gewalt oder groß angelegte Angriffe. Stattdessen bestehen ihre Operationen meist aus gezielten Einsätzen, deren Ziel die Rettung intelligenter Anomalien, die Beschaffung von Wissen oder die Sicherung anomaler Objekte ist. Nach aktuellem Kenntnisstand der Foundation haben insbesondere derartige Operationen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Ein Schwerpunkt ihrer Aktivitäten liegt auf sogenannten Befreiungsaktionen. Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass Mitglieder der Serpent's Hand versuchen, intelligente, anomale Wesen aus Foundation-Einrichtungen oder anderen Gefangenschaften zu befreien. Aus Sicht der Organisation handelt es sich dabei nicht um Diebstahl oder Sabotage, sondern um die Befreiung von Lebewesen, die ihrer Überzeugung nach zu Unrecht eingesperrt wurden. Die Foundation bewertet dieselben Vorfälle hingegen als schwerwiegende Sicherheitsverletzungen, da durch sie potenziell gefährliche Anomalien erneut in Freiheit gelangen können. Um solche Einsätze durchführen zu können, dringen Mitglieder der Serpent's Hand wiederholt in Foundation-Standorte ein. Diese Operationen werden meist sorgfältig vorbereitet und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Planung sowie den gezielten Einsatz anomaler Fähigkeiten aus. Ziel ist dabei häufig nicht die Zerstörung einer Einrichtung, sondern das unbemerkte Eindringen, die Bergung eines bestimmten Objekts oder die Evakuierung einzelner Wesen. Gerade diese Präzision macht viele ihrer Einsätze für die Foundation besonders problematisch. Neben der Befreiung intelligenter Anomalien ist auch der Diebstahl anomaler Objekte ein wiederkehrender Bestandteil ihrer Aktivitäten. Dabei verfolgt die Serpent's Hand nach aktuellem Kenntnisstand in erster Linie das Ziel, Objekte vor einer aus ihrer Sicht ungerechtfertigten Eindämmung oder missbräuchlichen Nutzung zu bewahren. Zu den bekanntesten Beispielen zählt SCP-268, eine anomale Schirmmütze, die ihrem Träger außergewöhnliche Möglichkeiten bietet, unbemerkt zu bleiben. Der Diebstahl dieses Objekts gehört zu den bekanntesten Operationen, die der Serpent's Hand zugeschrieben werden, und verdeutlicht zugleich ihre Fähigkeit, selbst hochgesicherte Foundation-Einrichtungen erfolgreich zu infiltrieren. Ein wesentlicher Bestandteil vieler Einsätze ist außerdem der Einsatz thaumaturgischer Fähigkeiten. Zahlreiche Mitglieder der Serpent's Hand verfügen über Kenntnisse anomaler Magie oder anderer übernatürlicher Praktiken, die ihnen bei Infiltrationen, Fluchten oder der Unterstützung verbündeter Anomalien helfen können. Da die Fähigkeiten einzelner Mitglieder stark variieren, geht die Foundation davon aus, dass innerhalb der Organisation ein umfangreiches Wissen über thaumaturgische Techniken weitergegeben wird. Ebenso bedeutsam ist ihr außergewöhnlich umfangreiches Wissen über die sogenannten Ways.
Diese anomalen Übergänge ermöglichen es, große Entfernungen oder sogar verschiedene Realitäten zu überwinden und spielen bei zahlreichen Operationen eine entscheidende Rolle. Durch ihre Kenntnisse dieser Wege kann die Serpent's Hand häufig unerwartet erscheinen oder sich ebenso schnell wieder zurückziehen. Für die Foundation stellt dies ein erhebliches Problem dar, da selbst umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen nicht verhindern können, dass bislang unbekannte Ways genutzt werden. Neben thaumaturgischen Fähigkeiten greift die Serpent's Hand nach Foundation-Erkenntnissen auch regelmäßig auf anomale Gegenstände zurück, um ihre Operationen zu unterstützen. Solche Objekte dienen unter anderem der Tarnung, der Infiltration, der Flucht oder der Umgehung von Sicherheitssystemen. Welche Anomalien dabei im Einzelnen verwendet werden, lässt sich häufig nicht feststellen, da viele Einsätze nur unzureichend dokumentiert werden konnten oder die eingesetzten Gegenstände anschließend wieder verschwanden. Gerade diese Kombination aus ideologischer Überzeugung, thaumaturgischen Kenntnissen, dem Zugang zu den Ways und dem gezielten Einsatz anomaler Objekte macht die Serpent's Hand zu einem außergewöhnlich schwer berechenbaren Gegner. Ihre Operationen sind meist präzise, schnell und auf ein konkretes Ziel ausgerichtet. Anstatt offene Konfrontationen zu suchen, setzt die Organisation bevorzugt auf Überraschung, Mobilität und Wissen. Eigenschaften, die sie aus Sicht der Foundation zu einer der effektivsten und zugleich am schwierigsten aufzuhaltenden Interessengruppen machen. Rätselhafte Persönlichkeiten. Obwohl die Serpent's Hand seit vielen Jahren zu den bekanntesten Interessengruppen der anomalen Welt zählt, ist über ihre führenden Persönlichkeiten erstaunlich wenig bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand der Foundation existiert keine öffentlich erkennbare Führung, kein offizieller Vorsitzender und auch keine eindeutig identifizierbare Kommandostruktur. Stattdessen tauchen in verschiedenen Berichten immer wieder einzelne Namen auf, deren tatsächliche Rolle innerhalb der Organisation jedoch bis heute nicht vollständig geklärt werden konnte. Einer der bekanntesten dieser Namen ist LS. In zahlreichen Dokumenten, Mitteilungen und Schriften der Serpent's Hand wird diese Person erwähnt oder als Verfasser angegeben. Nach Einschätzung der Foundation handelt es sich dabei um eine der einflussreichsten Persönlichkeiten innerhalb der Organisation. Ob sich hinter den Initialen tatsächlich eine einzelne Person verbirgt, ob mehrere Personen denselben Namen verwenden oder ob es sich lediglich um ein Pseudonym handelt, konnte bislang nicht geklärt werden. Gerade diese Unsicherheit trägt dazu bei, dass LS bis heute zu den rätselhaftesten Figuren der Serpent's Hand zählt. Ein weiterer Name, der immer wieder im Zusammenhang mit der Organisation auftaucht, ist die Black Queen. In verschiedenen Berichten wird vermutet, dass zwischen ihr und der Serpent's Hand Verbindungen bestehen könnten. Welche Rolle sie tatsächlich spielt, ist jedoch unklar. Einige Hinweise deuten auf Kontakte oder gemeinsame Interessen hin, während andere Quellen keine eindeutige Verbindung erkennen lassen. Aus Sicht der Foundation reichen die verfügbaren Informationen derzeit nicht aus, um ihre Bedeutung innerhalb der Serpent's Hand abschließend zu bewerten. Dennoch gilt sie als eine Persönlichkeit, die bei Untersuchungen der Organisation regelmäßig Aufmerksamkeit erhält. Im Zusammenhang mit möglichen Führungsstrukturen taucht außerdem gelegentlich der Begriff Serpent's Nest, auf Deutsch Schlangennest, auf. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich dabei jedoch nicht um ein klassisches Hauptquartier oder eine oberste Kommandozentrale. Vielmehr wird angenommen, dass dieser Begriff für einen Kreis besonders erfahrener oder einflussreicher Mitglieder stehen könnte. Welche Aufgaben dieses Schlangennest tatsächlich erfüllt oder ob es überhaupt als feste Organisationseinheit existiert, konnte bisher nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Gerade diese fehlende Klarheit erschwert die Arbeit der Foundation erheblich. Da die Serpent's Hand keine bekannte zentrale Führung besitzt und viele ihrer Mitglieder unter Decknamen oder anonym auftreten, lassen sich Verantwortlichkeiten nur selten eindeutig zuordnen. Selbst wenn einzelne Personen identifiziert werden, bleibt häufig unklar, welchen Einfluss sie tatsächlich auf die Gesamtorganisation ausüben. Hinzu kommt, dass nach Foundation-Erkenntnissen selbst viele Mitglieder der Serpent's Hand offenbar keinen direkten Kontakt zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Bewegung besitzen. Die dezentrale Struktur der Organisation sorgt dafür, dass zahlreiche Gruppen unabhängig voneinander arbeiten und Entscheidungen eigenständig treffen.
Dadurch entsteht ein Netzwerk, in dem nicht jedes Mitglied alle anderen kennt oder überhaupt wissen muss, wer innerhalb der Bewegung besonderen Einfluss besitzt. Aus Sicht der Foundation ist genau diese Intransparenz einer der größten Vorteile der Serpent's Hand. Ohne klar identifizierbare Führung lassen sich weder klassische Kommandostrukturen aufklären, noch gezielte Maßnahmen gegen die Organisation als Ganzes durchführen. Gleichzeitig trägt sie maßgeblich zum geheimnisvollen Ruf der Serpent's Hand bei. Bis heute bleibt unklar, wer ihre wichtigsten Entscheidungen trifft, wie groß der Einfluss einzelner Persönlichkeiten tatsächlich ist und ob die bekannten Namen überhaupt das vollständige Bild der Organisation widerspiegeln. Was will die Serpent's Hand wirklich? Nach allem, was der Foundation über die Serpent's Hand bekannt ist, verfolgt die Organisation weit mehr als einzelne Befreiungsaktionen oder den Schutz anomaler Wesen. Hinter ihren Operationen steht eine langfristige Vision, die den Umgang der gesamten Menschheit mit dem Anormalen grundlegend verändern würde. Wie genau dieses Ziel erreicht werden soll, ist der Foundation bis heute jedoch nicht vollständig bekannt. Viele ihrer Erkenntnisse beruhen auf veröffentlichten Schriften der Serpent's Hand, abgefangenen Mitteilungen sowie den Beobachtungen einzelner Mitglieder. Dennoch bleibt unklar, wie weitreichend ihre tatsächlichen Pläne sind und ob alle Zellen der Organisation dieselben Vorstellungen teilen. Der wohl wichtigste Bestandteil ihrer Ideologie ist der Wunsch nach einem Zusammenleben von Menschen und Anomalien. Nach Überzeugung der Serpent's Hand sollte das Anormale nicht länger als etwas betrachtet werden, das versteckt oder gefürchtet werden muss. Stattdessen sehen ihre Mitglieder Anomalien als selbstverständlichen Teil der Realität an. Intelligente anomale Wesen sollen dieselben Rechte und dieselbe Freiheit besitzen wie jeder andere Mensch. Aus ihrer Sicht entsteht der eigentliche Konflikt nicht durch das Anomale selbst, sondern durch Angst, Unwissenheit und den Versuch, alles Unbekannte unter Verschluss zu halten. Untrennbar mit dieser Vorstellung verbunden ist die Ablehnung des sogenannten Schleiers der Geheimhaltung. Während Organisationen wie die SCP Foundation große Anstrengungen unternehmen, um die Existenz des Paranormalen vor der Öffentlichkeit zu verbergen, verfolgt die Serpent's Hand das gegenteilige Ziel. Nach ihrer Überzeugung sollte die Menschheit die Wahrheit über die anomale Welt erfahren und lernen, verantwortungsvoll mit ihr umzugehen. Wissen dürfe nicht einer kleinen Gruppe vorbehalten sein, sondern müsse allen zugänglich gemacht werden. In ihren Augen kann nur eine aufgeklärte Gesellschaft dauerhaft friedlich mit dem Übernatürlichen zusammenleben. Gerade deshalb betrachtet sich die Serpent's Hand selbst nicht als Terrororganisation oder kriminelle Vereinigung. Ihre Mitglieder sehen sich vielmehr als Beschützer von Wissen, Freiheit und jenen Wesen, die sich ihrer Ansicht nach nicht gegen Verfolgung oder Unterdrückung verteidigen können. Viele ihrer Aktionen verstehen sie nicht als Angriffe auf die Foundation oder andere Organisationen, sondern als notwendige Maßnahmen zum Schutz intelligenter Anomalien und zur Bewahrung von Wissen. Aus ihrer eigenen Perspektive kämpfen sie nicht gegen die Menschheit, sondern für eine Zukunft, in der niemand allein aufgrund seiner anomalen Natur eingesperrt oder vernichtet wird. Die Foundation bewertet diese Ziele jedoch deutlich kritischer. Aus ihrer Sicht könnte die Abschaffung des Schleiers unabsehbare Folgen für die Stabilität der menschlichen Gesellschaft haben. Zahlreiche Anomalien stellen selbst unter kontrollierten Bedingungen erhebliche Gefahren dar. Würde ihre Existenz allgemein bekannt werden oder könnten sie sich frei unter der Bevölkerung bewegen, befürchtet die Foundation weitreichende gesellschaftliche, politische und sicherheitstechnische Konsequenzen. Hinzu kommt, dass viele anomale Phänomene nach wie vor nur unzureichend verstanden werden. Aus Sicht der Foundation wäre es unverantwortlich, die Menschheit einem solchen Risiko auszusetzen. Genau hierin liegt der Kern des Konflikts zwischen beiden Organisationen. Die Serpent's Hand geht davon aus, dass Offenheit, Bildung und gegenseitiges Verständnis langfristig zu einem friedlichen Zusammenleben führen können. Die Foundation hingegen ist überzeugt, dass gerade diese Offenheit das Gegenteil bewirken und Chaos, Panik oder sogar globale Katastrophen auslösen könnte. Beide Seiten verfolgen letztlich das Ziel, Leben zu schützen. Sie unterscheiden sich jedoch grundlegend in der Frage, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Ob die Vision der Serpent's Hand jemals Wirklichkeit werden könnte, bleibt daher offen. Nach aktuellem Kenntnisstand der Foundation existiert keine eindeutige Antwort auf diese Frage.
Ebenso wenig lässt sich mit Sicherheit sagen, ob die Menschheit tatsächlich bereit wäre, das Anormale als Teil ihrer Welt zu akzeptieren, oder ob ein solcher Wandel unvorhersehbare Folgen hätte. Fest steht lediglich, dass die Serpent's Hand bis heute unbeirrt an ihrer Überzeugung festhält und weiterhin für eine Zukunft eintritt, in der Wissen frei zugänglich ist und Menschen sowie Anomalien ohne Schleier der Geheimhaltung zusammenleben können. Warum The Serpent's Hand bis heute wichtig ist. Obwohl die Serpent's Hand nach aktuellem Kenntnisstand weder über die militärischen Ressourcen der Global Occult Coalition noch über die weltweiten Einrichtungen der SCP Foundation verfügt, zählt sie bis heute zu den bedeutendsten Interessengruppen der anomalen Welt. Ihr Einfluss ergibt sich nicht aus ihrer Größe oder ihrer Feuerkraft, sondern aus ihrer Ideologie, ihrem Wissen und ihrer außergewöhnlichen Fähigkeit, sich den unterschiedlichsten Situationen anzupassen. Kaum eine andere Interessengruppe stellt die Grundprinzipien der Foundation so offen in Frage. Während die meisten Organisationen darüber streiten, wie mit Anomalien umgegangen werden sollte, stellt die Serpent's Hand bereits die eigentliche Grundlage des Foundation-Auftrags in Frage. Nach ihrer Überzeugung ist nicht das Anormale das Problem, sondern die Entscheidung, es vor der Menschheit zu verbergen und intelligente Anomalien ihrer Freiheit zu berauben. Dadurch nimmt die Serpent's Hand innerhalb der SCP-Welt eine besondere Rolle ein. Sie ist nicht nur eine weitere Interessengruppe, sondern der wohl bekannteste ideologische Gegenpol zur Foundation. Hinzu kommt, dass sich ihr Einfluss nicht allein an der Zahl ihrer Mitglieder messen lässt. Die Serpent's Hand verfügt über weitreichende Kenntnisse der Ways, enge Verbindungen zur Wanderers Library sowie über Mitglieder mit thaumaturgischen und anderen anomalen Fähigkeiten. Gleichzeitig besteht ihre Organisation aus zahlreichen unabhängigen Gruppen, die eigenständig handeln und keine zentralisierte Befehlsstruktur benötigen. Genau diese dezentrale Arbeitsweise macht sie außerordentlich widerstandsfähig. Selbst wenn einzelne Mitglieder festgenommen oder lokale Zellen zerschlagen werden, bleiben die übrigen Teile der Bewegung bestehen und setzen ihre Aktivitäten fort. Nach Einschätzung der Foundation ist dies einer der Hauptgründe dafür, dass die Serpent's Hand bis heute nicht zerschlagen werden konnte. Es existiert kein bekanntes Hauptquartier, keine eindeutig identifizierte oberste Führung und keine einzelne Einrichtung, deren Verlust die Organisation entscheidend schwächen würde. Stattdessen lebt die Bewegung von ihren gemeinsamen Überzeugungen und einem Netzwerk aus Mitgliedern, das sich über zahlreiche Regionen und Teile der anomalen Welt erstreckt. Hinzu kommt ein weiteres Problem. Die Foundation geht selbst davon aus, dass ihr Wissen über die Serpent's Hand unvollständig ist. Zahlreiche Informationen stammen aus Berichten anderer Organisationen, aus abgefangenen Dokumenten oder aus den wenigen Begegnungen mit ihren Mitgliedern. Über die tatsächliche Größe der Bewegung, ihre vollständigen Strukturen und viele ihrer Aktivitäten ist bis heute nur wenig bekannt. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Foundation lediglich ein Teil der Organisation überhaupt bekannt ist. Gerade diese Mischung aus Geheimhaltung, Flexibilität und klaren ideologischen Überzeugungen macht die Serpent's Hand zu einer der dauerhaft bedeutendsten Interessengruppen der SCP-Welt. Sie zwingt die Foundation immer wieder dazu, sich nicht nur mit gefährlichen Anomalien auseinanderzusetzen, sondern auch mit einer grundlegenden Frage: Ist Eindämmung tatsächlich der einzige Weg, die Menschheit zu schützen, oder gibt es einen anderen Umgang mit dem Anormalen? Unabhängig davon, wie diese Frage beantwortet wird, steht fest, dass die Serpent's Hand bis heute einen festen Platz innerhalb der anomalen Welt einnimmt und ihren Einfluss trotz jahrzehntelanger Überwachung bewahren konnte. Fazit. Die Serpent's Hand gehört zu den ungewöhnlichsten und zugleich faszinierendsten Interessengruppen innerhalb des SCP-Universums. Während viele Organisationen versuchen, Anomalien einzudämmen, zu vernichten oder für ihre eigenen Zwecke zu nutzen, verfolgt die Serpent's Hand einen völlig anderen Ansatz. Sie setzt sich für den freien Zugang zu Wissen ein, fordert die Rechte intelligenter Anomalien und träumt von einer Welt, in der Menschen und das Anormale ohne den Schleier der Geheimhaltung zusammenleben können. Gerade diese Überzeugungen machen sie jedoch zu einem der größten ideologischen Gegenspieler der SCP Foundation. Für die Foundation stehen Eindämmung, Geheimhaltung und der Schutz der Menschheit an erster Stelle.
Die Serpent's Hand hingegen sieht genau in diesen Maßnahmen die Ursache vieler Probleme. Beide Seiten verfolgen das Ziel, Leben zu schützen, unterscheiden sich jedoch grundlegend darin, welchen Weg sie dafür als den richtigen ansehen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, ob die Serpent's Hand eine Bedrohung darstellt, sondern auch, für wen sie eine Bedrohung ist. Aus Sicht der Foundation gefährden ihre Aktionen die weltweite Sicherheit und können schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Aus Sicht der Serpent's Hand hingegen kämpfen ihre Mitglieder für Freiheit, Wissen und das Recht jedes intelligenten Wesens, nicht allein aufgrund seiner Natur eingesperrt oder vernichtet zu werden. Bis heute ist es der Foundation nicht gelungen, die Organisation vollständig zu verstehen oder ihre tatsächliche Größe zu bestimmen. Viele ihrer Mitglieder bleiben unbekannt. Ihre Strukturen sind bewusst dezentral aufgebaut und über ihre langfristigen Pläne existieren nach wie vor mehr Fragen als Antworten. Gerade diese Ungewissheit trägt dazu bei, dass die Serpent's Hand bis heute zu den bedeutendsten und zugleich geheimnisvollsten Interessengruppen der SCP-Welt zählt. Vielleicht liegt genau darin ihre größte Besonderheit. Je nachdem, aus welcher Perspektive man sie betrachtet, erscheint die Serpent's Hand entweder als gefährliche Untergrundorganisation, die den Schleier der Geheimhaltung gefährdet, oder als Bewegung, die für Freiheit, Wissen und das friedliche Zusammenleben von Menschen und Anomalien eintritt. Welche dieser Sichtweisen letztlich zutrifft, muss jeder selbst beurteilen. Eines steht jedoch fest: Kaum eine andere Interessengruppe stellt die Grundprinzipien der SCP Foundation so konsequent in Frage wie die Serpent's Hand. Und genau deshalb wird sie die Foundation vermutlich noch lange beschäftigen.